Oh mein Gott, ist das lecker. So lecker japanischer Soufflé-Kuchen, war ja schon immer mein Traum zu backen, ne? Und man braucht ja im Grunde auch gar nicht viel, einfach so ein bisschen Mehlsiebe. Aber was glaubt ihr, Leute, was ich mir gestern die Zähne da dran ausgebissen habe? Das kann nicht wahr sein, schau mal da rein. Jetzt platzt der schon wieder auf. Aber wie? No? Das ist kein japanischer Soufflé-Kuchen, das ist ein japanischer Reiskuchen höchstens. Ich stehe jetzt seit heute früh in der Küche und probiere diese tolle Kuchen. Die funktionieren ja so super, sieht man in den Videos. Es geht 1A, die sind glatt wie ihr Babypopo oben, bloß nicht bei mir. Ich habe hier schon mal einen hier für euch angeschnitten. Gucke mal, oben voll eingerissen, ne? Der ist ja so richtig schön fluffig inne. Und der riecht auch fein und das schmeckt super. Aber den kann man ja so keinen anbieten. Das ist ja kein Soufflé-Kuchen, Mensch. Schau mal, was wir alles heute schon probiert haben und nichts hat geklappt. Und da haben sie mich noch so genervt und haben mir durchs Fenster gefilmt, wie ich mich hier abquäle. Normalerweise müsste das Video schon im Kasten sein. Nee, jetzt muss ich noch einmal einen machen. Wie spät ist denn jetzt? Naja, krieg ich schnell einen. Weil das geht nicht. So kann man das keinem zeigen. Ja, bin ich was gespannt, ob das heute klappt, ne? Und als nächstes haben wir da ein bisschen Butter im Topf und das tun wir mit Milch erwärmen. Ach, und übrigens, in dem Topf dahinter habe ich schon heißes Wasser drin. Es muss 80 Grad haben, aber dazu kommen wir später. Tut die Milch und die Butter schön langsam erwärmen, nicht zu heiß, weil das braucht man nämlich später auch lauwarm. Und während das sich da auflöst, tun wir schon mal die Eier trennen in Eiweiß und Eigelb. Blub, neidflung, Mensch. Da gibt's aber auch einen Trick. Moment. Wenn man nicht klappt, bin Eier drin, fahren wir einfach mit dem Löffel rein und hoffe, dass das Ei da rauskommt. Warte mal. Oh nee, das Glas ist so. Jetzt. Schau. So geht's auch. Zap, zap. Du das immer getrennt mache, jedes Eiweiß einzeln, ne? Damit man ja kein 40er Eigelb dann kommt. So. Zwischendrin immer mal ein bisschen umrühre hier hinten, aber ich glaube, das langt schon. Und dann tue ich es mal auch gleich wieder zurückfüllen in mein kleines Gläschen, dass es wieder abkühlen kann. So, das kommt jetzt handwarm, ganz vorsichtig unter das Mehl und ganz langsam rühren. Nicht so arg winke, gell? Ihr seht ja, ich mache das ganz behutsam immer so außer Handgelenk raus, ne? Schau mal, wie ich mich da verbrennen habe übrigens gestern an der Ofen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendeine Allergie. Das sieht falsch schlimm aus. Da muss man aufpassen. Ich komme immer an meine Oberhitze dran. Jedes Mal. Schaut, das schaut richtig schön cremig aus. Und jetzt geben wir dann auch die Eigelbsche ganz vorsichtig nach und nach dazu. Wichtig ist halt, dass keine Klümpchen drin sind. Ne? Und lasst euch wirklich Zeit, das ist ganz wichtig. Und für den Geschmack nehmen wir uns noch ein kleines Tröpfchen Vanilleextrakt. Einmalig kann ich das sagen. Und zap, zap, geht schon weiter mit der Eischnee. Den tun wir uns aufschlagen mit ein bisschen Zucker. Und der Eischnee muss man ganz besonders beobachten. Der darf nämlich nicht so steif sein wie beim Baiser, bloß so ein bisschen. Naja, ein bisschen kann er noch, der zieht sich. Aber der darf nicht so steif werden. Guck, jetzt ist er genau richtig. Der darf sich ein bisschen ziehen, aber muss sich auch wieder legen. Ne? Also nicht so arsch wie beim Eischnee, also für so Baiser oder so. Das ist so arsch. Das lassen wir jetzt einmal so, ist er genau richtig. Der muss nämlich ein bisschen flüssig sein, der Teig. Und jetzt geben wir dann unser Eier-Milch-Gemisch dazu. Und dann mit ganz viel Gefühl, mit viel Gefühl, von außen nach innen langsam unerheben, ne? Jetzt brauchst du dann noch einmal die Spate, dann tun wir noch vom Rand mal so ein bisschen einmal rum. Und noch so ein bisschen Ei hebe. Ein bisschen was ist immer noch da. Dass sich das schön vermischt. Und dann brauchst du mein Backtablett, ne? Das habe ich dahinter schon mal vorbereitet. Und meine Form, das ist eine geschlossene Aluform, die verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Und das habe ich mal alles schon schön zugeschnitten. Ein bisschen Backpapier auf die Brote und an der Seite drum. Und dann geht der Teig gleich rein. Noch ein bisschen glatt streiche. Schau, der ist auch ein bisschen flüssig. Also schaut schon mal ganz gut aus heute hier. Und dann tun wir mal noch ein bisschen Wackele und Wuppele, ne? Da hat ein bisschen die Luftblase. Mit dem Reden habe ich es halt nicht. Noch rausgehen, ne? Und jetzt haben wir da hinten unser heißes Wasser, weil das kommt jetzt nämlich dazu. Und dann nehme ich immer mein Grillthermometer, das eignet sich voll super, ne? Das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Das gibt mir jetzt mal hier drauf. Und schön vorsichtig sein. Ich habe jetzt leider keinen Wasserkocher, darum muss ich das jetzt so machen.
Und dann schnell in vorgeheizte Ofen. Jetzt durfte man mal Glück wünschen. Jetzt wären wir eigentlich schon fertig gewesen und der Kuchen da im Ofen, der wäre eigentlich für die Fotos, ne? Aber den kann ich euch echt nicht vorenthalten. Der ist so schön! Jetzt schaut euch das mal an. Das ist doch erstarrbar, kann ich euch sagen. Aber auf jeden Fall ganz wichtig ist auch, esst gleich, weil Soufflé fällt immer irgendwie zusammen. Und übrigens, der Joanna hat die ganze Zeit gestern mit Umluft gebacken. Den darf man natürlich nicht mit Umluft backen, den muss man mit Ober-Unterhitze backen, muss man halt wissen, ne? Aber bevor man anschneiden, muss ich erst ein paar Fotos machen. Freude, auswickeln! Ist er nicht herrlich? Und wieder wabbelt. Original wie in Japan. Mensch, bin ich jetzt stolz, ist der nicht toll. So, jetzt brauche ich aber ein Stück davon. Und jetzt schau dir das mal an, wie schön weich und fluffig. Und der riecht so gut einmalig. Mach das unbedingt nach. Ciao, macht's gut.